Hallo ihr Lieben, heute im Interview zu Gast bei mir Robin HD. Wer ihn noch nicht kennt, Leute, es ist ein YouTuber, ist ein Kollege von mir, macht richtig guten Content. Ich bin heute so happy, dass er endlich mal bei mir ist und wir uns gemeinsam über alle möglichen Themen unterhalten können. Hallo Robin, erstmal nochmal. Guten Tag, danke, dass ich hier sein darf. Ja, freut mich mega, dass du dir die Zeit genommen hast zwischen all den Videos und den ganzen Themen, die gerade anstehen. Ja, sehr gerne. Ja, momentan ist natürlich echt viel los, ne? Das ist klar. Ja, die Fragen gehen durch die Decke wahrscheinlich. Die Leute schieben Panik. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. Wir gehen auf ein paar Sachen vielleicht auch gleich noch im Laufe des Videos ein. Stell dich noch mal ganz kurz allen Leuten vor, die dich noch nicht kennen. Wer bist du und was machst du? Alles klar. Also, mein Name ist Robin, wie man vielleicht denken könnte, wenn der Kanal Robin HD heißt. Den Namen habe ich allerdings schon Jahre zuvor gefunden. Dass der nicht zum Kanal an sich passt, weiß ich mittlerweile, aber ja, ist halt momentan so zum Standard geworden. Auf meinem YouTube-Kanal geht es eigentlich natürlich hauptsächlich um Kryptowährung, egal ob um Bitcoin oder Altcoins. Es geht mir um die allgemeinen wirtschaftlichen Situationen, die Bezüge zwischen Kryptowährung und der realen Finanzwirtschaft. Und eigentlich möchte ich mit meinem YouTube-Kanal die Leute mittlerweile auf dem Laufenden halten und vor allem auch aufklären über die verschiedensten Dinge. Der YouTube-Kanal ist allgemein im April letzten Jahres so ein bisschen an den Start gegangen. Dort habe ich die ersten Videos hochgeladen, gar nicht mit der Intention, da der Krypto-YouTuber schlechthin zu werden oder sonst irgendwas, sondern damals war es ein großer Hype rund um Dogecoin. Da wurde darüber geredet, dass Dogecoin irgendwann so teuer wird wie Bitcoin und dass man dann Multimillionär wird, wenn man jetzt auch nur 2 Euro reinsteckt. Und aufgrund von diesen ganzen Fehlinformationen habe ich angefangen, damals Krypto-Videos zu machen. Ich selber beschäftige mich schon deutlich länger damit und es hat mich einfach nur genervt, dass viele Leute halt gerade auch auf YouTube oder auch auf TikTok, Instagram und so weiter Themen hochhypen und über Dinge sprechen, von denen sie wirklich gar keine Ahnung haben, einfach nur um Klicks zu generieren und damit möglicherweise das Kapital von Anlegern gefährden, die noch nicht wirklich lange im Markt sind. Und damit habe ich den YouTube-Kanal eigentlich gestartet. Mittlerweile halte ich die Leute auf dem Laufenden. Dadurch, dass ich Daily Content bringe, kann ich immer so ein bisschen ja, informieren, was den Tag über passiert ist und versuche die Leute auf dem Laufenden zu halten und gerade auch vor vielleicht wichtigen, wirtschaftlich schwierigen Situationen zu bewahren, beziehungsweise hier dann natürlich auch nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass das Ganze mit einem hohen Risiko verbunden ist. Finde ich auf jeden Fall gut, dass du sagst, hey, ich habe eine Mission, das ist meine Aufgabe. Leute, ich kenne mich damit ein bisschen aus, ich möchte es an euch weitergeben, ich möchte es mit euch teilen und vor allem die Leidenschaft dahinter zu sagen, ja, ich habe echt Bock drauf, mich mit dem Thema, ich bin in dem Thema drin, befasse mich auch damit. Ja, Ähm, auf jeden Fall. Seit wann bist du dann schon in Krypto drin, wenn du sagst, dass dich schon davor befasst, bevor der Kanal losging? Ich selber befasse mich schon seit 2016, 2017 mit Krypto. 2017 habe ich meine ersten Investitionen getätigt im Bullrun und aufgrund dessen habe ich halt eben 2017 schon die Fehler gemacht, die jetzt gerade in den letzten ein, 2 Jahren wieder viel gemacht wurden. Und das ist halt ebenfalls einer der Gründe, weshalb ich halt dazu gekommen bin, die Leute darüber aufzuklären, was wirklich stimmt und was nicht stimmt von dem, was hier im Crypto-Game wirklich auf YouTube und halt auf den anderen Social-Media-Plattformen so publiziert wird. Gab es irgendwie so einen Faktor, wo du damals mit Krypto angefangen hast zu investieren, 2017? Da muss man ja doch irgendwo so reingerutscht sein, oder? Ich habe es über einen guten Kumpel, der befasst sich schon länger mit der gesamten Thematik und wir haben damals halt 2016, 2017 viel darüber gesprochen. Er hatte damals Geld geerbt, also ist mein bester Kumpel, kein guter Kumpel, deswegen hat er mich halt auch da auf dem Laufenden gehalten und er wollte halt ganz gerne das Geld investieren, hat halt von Krypto gehört und wir hatten halt damals noch gar keinen Plan. Angefangen haben wir, als Ethereum bei 8 Euro stand, jetzt Alltime High über 4.000 Euro, kann man sich ausrechnen, was das für eine Chance war. Er hat auch den ersten Schritt gewagt, weil ich tatsächlich noch recht vorsichtig war, hat dann erste 100 Euro investiert. Er war im Überlegen, 100 oder 1.000 Euro. Er hat sich für 100 entschieden, was er bis heute immer noch mehr oder weniger bereut. Auch wenn es natürlich besser ist als gar nichts. Aber ja, ich habe dann ein paar Wochen später investiert, als wir dann nicht mehr bei 8 Euro, sondern bei 160 standen. Und so haben wir quasi einen halben Bullrun 2017, 2018 dann miterlebt und dann natürlich den kompletten Bärenmarkt. Ja, Wahnsinn. Also wäre ETH auch jetzt dementsprechend so das erste Kryptoasset, was du dir genauer angeschaut hast. Ja, es war tatsächlich nicht mein erstes Investment, weil einer meiner Fehler war damals, dass ich halt dachte, okay, ist günstiger, hat mehr Potenzial, deswegen war meine erste Investition tatsächlich Litecoin. Ähm, ja, brauche ich glaube ich nicht viel zu sagen. Aber ja, einige Wochen später habe ich mich dann auch mit Ethereum beschäftigt und dort dann auch deutlich mehr Kapital investiert als in Litecoin selber. Ja, klasse.
Ist auf jeden Fall ein spannender Punkt mit ETH. Wollte ich auf jeden Fall mit dir noch nachher drauf eingehen, weil du dementsprechend auch in deinem Portfolio ja eine relativ hohe Position hast. Was mich jetzt erstmal interessiert, machst du jetzt mittlerweile YouTube eigentlich hauptberuflich? Wie organisierst du dich? Weil wenn du haust ja jeden Tag gerade so ein YouTube-Video raus, ich meine, ich weiß, wie unglaublich aufwendig es ist. Ich habe so einen Respekt davor, dass du das schaffst, noch nebenbei zu machen. Erzähl mal, wie sind da so deine Pläne? Wie managst du dich? Das mit dem Managen ist eigentlich ja, ein guter Begriff, weil das ist gerade bei mir besonders schwierig. Also ich habe aktuell noch meinen Hauptzeitjob und ich arbeite immer 7 Tage am Stück und habe dann 4 Tage frei. Und ich produziere natürlich jeden Tag Videos, die im besten Fall auch am selben Tag produziert wurden. Aufgrund dessen muss ich das natürlich mit meinem Hauptjob irgendwie im Einklang bringen. Ich arbeite in Schichten, also früh, spät, Nacht immer im Wechsel. Während der 7 Tage habe ich alle 3 verschiedenen Schichten. Das kann natürlich dann ganz schön schwierig werden und anstrengend, aber ich habe halt angefangen, ich bin in dieses YouTube-Game reingerutscht. Selber mache ich YouTube schon seit 2011 und weiß daher, wie es ist, 10 Jahre gar keinen Erfolg zu haben. Und als ich dann letztes Jahr tatsächlich die ersten Abonnenten dann auch dazu gewonnen habe, habe ich gemerkt, okay, das ist etwas, da interessieren sich die Leute für. Du hast dich schon lange mit YouTube beschäftigt, du weißt so ein bisschen, wie es funktioniert, du kennst dich so ein bisschen aus, wie man Folien bearbeitet, Videos bearbeitet. Wenn nicht jetzt, wann dann? Und aufgrund dessen hat das natürlich dann meine Motivation geprägt, auch irgendwann Daily Content zu machen. Ich bin da wirklich so über die letzten Monate reingerutscht. Und jetzt in den letzten 12 Monaten habe ich, glaube ich, 3 Tage, wo ich kein Video hochgeladen hatte. Liegt allerdings daran, bei dem einen oder 2 Tagen war ich krank. Und beim letzten Tag ging einfach bei mir gar nichts mehr. Also es ist natürlich eine Sache, die einen auch ans Limit bringt. Gerade weil ich versuche auch die Technologie, sage ich schon, die Qualität immer zu steigern. Und natürlich ist es anstrengend. 6 Stunden am Tag brauche ich bestimmt für ein Video. Das neben der Schichtarbeit. So kommt es halt, dass ich dann nach der Spätschicht bis 5 Uhr morgens am PC sitze oder halt vor der Spätschicht um 5:30 Uhr, 6 Uhr aufstehe, damit das Video dann auch um 11 fertig ist, damit ich um 11 zum Sport fahren kann und von da aus dann direkt zur Arbeit, weil das natürlich im Allgemeinen sehr zeitaufwendig ist alles. Absolut. Also das ist auch ein großer, großer Punkt, Leute, warum ich sage, das sind wirklich wichtige Informationen, die werden für euch aufbereitet, die werden für euch geskriptet. Schaut euch auf jeden Fall den Kanal nochmal an, wenn ihr ihn nicht schon längst kennt. Vor allem wahnsinnige Durststrecke, erstmal 8 Jahre lang YouTube zu erleben, ohne dass sich was tut und dann zu sagen, hey, ich habe jetzt eigentlich eine Aufgabe gefunden, einen Themenbereich, der interessiert mich, der interessiert die anderen Leute und jetzt habe ich auch einen Mehrwert geschaffen. Mega. Ich würde sagen, Robin, wir schauen uns mal als nächstes an dein Portfolio. Ich habe mich so ein bisschen mal schlau gemacht bei dir. Du teilst auch immer wieder auf deinem Kanal dein Portfolio und gehst auf die Performance deiner verschiedenen Bestände ein und was sich da bei dir so tut in deinen Investmententscheidungen. Und gerade deswegen, weil du sagst, du hast ja schon diese Erfahrungen gemacht im letzten Bullrun, jetzt eher gerade andere Zeiten. Wir reden da auch gleich drüber. Ich blende auf jeden Fall dieses Portfolio nochmal für euch hier daheim kurz ein. Und ich wollte dich einfach mal fragen, was hat sich da aktuell getan? Ist Bitcoin gerade dein Hauptinvestment, so wie es sich vor ein paar Wochen irgendwie neu ergeben hat? Ja, also aktuell, ich habe also mein YouTube-Kanal, beziehungsweise wie mein YouTube-Kanal begleitet wird, ist eigentlich durch einige Dinge in Bezug auf Portfolios. Zum einen habe ich, glaube ich, vor 10 Monaten angefangen, mein privates Portfolio mit YouTubern oder mit dem allgemeinen YouTube-Space zu teilen. Das Ganze ging einfach so einher, dass ich Anfang letzten Jahres, wo ich wirklich noch gar keine Aufmerksamkeit hatte, angefangen habe, meinen Gesamtnettowert einmal vorzustellen und dann zu sagen, wie dieser aufgeteilt ist. Und aufgrund dessen fand ich es dann interessant, als dann ich ein paar Zuschauer hatte, auch dann hier zu vermitteln, wo meine Kryptopositionen sind, weil viele YouTuber reden immer davon, dass sie mit 200, 500.000 Euro hebeln, aber im Endeffekt weisen sie nichts vor. Und ich fand es einfach super interessant, hier diese Transparenz zu zeigen. Wie bereits gesagt, das habe ich auch schon zuvor gemacht, als ich noch gar keine Zuschauer hatte, weil ich diese Transparenz unfassbar interessant finde. Ich schaue mir super gerne Videos an von anderen YouTubern, die ihr Vermögen vorstellen, nicht aus Flex, sondern einfach nur aus reinem Interesse, wie andere ihre Entscheidung treffen und warum sie diese Entscheidung treffen. Und das hat sich dann in den letzten Monaten etwas gewandelt. Ich habe dann im August letzten Jahres einen Sparplan angefangen, den ich auf YouTube jeden Monat begleite,
und wo ich jeden Monat 500 € investiere, ist natürlich aktuell extrem krass im Minus, ist logisch. Ich habe Mhm. quasi genau zu All-Time-High-Zeiten angefangen, hier zu investieren. Ich werde das Ding aber durchziehen und spätestens in 2, 3 Jahren sieht man sich wieder und dann wird man auch sehen, warum sich ein solcher Sparplan wirklich lohnt. Ich habe von Anfang an gesagt, dass das ein hohes Risiko mit sich bringt, aber ich fand es halt interessant, das zu begleiten. Und genau wie im Sparplan, sowie aber auch in meinem privaten Portfolio, hat sich momentan die Tendenz eher nach Bitcoin hinbewegt. Das hat eigentlich viele Gründe. Zum einen natürlich der Grund, dass der Bitcoin für mich im gesamten Crypto-Space das Asset mit dem geringsten Risiko ist. Das sieht man gerade auch zu so bärischen Phasen wie aktuell. Die Bitcoin-Dominanz steigt im Verhältnis zu allen anderen Altcoins. Das ist nicht ohne Grund so. Der Grund ist ganz einfach, dass die Altcoins deutlich stärker abgestraft werden. Es ist faktisch so, dass so gut wie alle Altcoins Tech-Unternehmen sind, die noch in den Kinderschuhen stecken. Man kann es mit Startups vergleichen, die halt versuchen, etwas aufzubauen, wo allerdings noch kein wirkliches Produkt hintersteckt. Und natürlich zu bullischen Zeiten haben auch solche Projekte einen starken Aufschwung gesehen, wie in den letzten Monaten, beziehungsweise wie letztes Jahr, vorletztes Jahr. Aber zu bärischen Zeiten werden diese Projekte dann natürlich stärker abverkauft, weil sie eben in die Zukunft projiziert etwas aufbauen wollen. Das Gleiche sehen wir im herkömmlichen Markt, im Aktienmarkt, dass dort eben auch die Tech-Aktien deutlich stärker abgestraft werden. Und so verbinde ich halt eben auch die Altcoins. Der Bitcoin ist für mich immer noch digitales Gold. Ich weiß, es wird von der breiten Masse noch nicht so angesehen. Auch die Kurse sind natürlich katastrophal. Dennoch glaube ich an den Bitcoin und den langfristigen Erfolg und halte mich halt hauptsächlich auch an diesem Asset fest, wenn es darum geht, in bärische Phasen einzutreten. Ich bin momentan extrem vorsichtig, was Altcoins angeht. Liegt unter anderem auch an den Erfahrungen, die ich bereits während des letzten Bärenmarktes gemacht hatte. Eine Investition in IOTA von 500 € hat sich innerhalb von nur wenigen Monaten auf 4 € korrigiert. Und das hat mir gezeigt, selbst wenn ein Crypto-Asset um 90% Wert verloren hat, da gehen weitere 99% runter. Das Projekt kann dementsprechend so stark abverkauft werden. Und Bitcoin bringt natürlich sein Risiko mit sich, aber für mich ein verhältnismäßig geringeres Risiko als 99% der Altcoins. Und deswegen bin ich auch gerade momentan dabei, meine Bitcoin-Position weiter priorisiert auszubauen. Ist es auch der Grund, warum Bitcoin jetzt bei die ETH überholt hat? Also ETH ist ja wirklich so auch, also ich habe das Gefühl, es ist so ein Rennen bei den beiden Assets bei dir. Was hält dich jetzt gerade zum Beispiel aktuell davon ab, dich mehr auf ETH zu fokussieren? Hat es was mit dem Merge zu tun oder gab es da für dich auch irgendwie so eigene Gedanken dazu mit ETH? An sich ist ETH halt meine Liebe, weil ETH ist halt das Asset, mit dem ich am meisten Geld im Crypto-Space gemacht habe, aufgrund meiner Investition im Jahr 2017. ETH ist wirklich die einzige Kryptowährung, die wirklich stark wiedergekommen ist nach dem Bullrun 2017 und nach dem Bärenmarkt in den darauffolgenden Jahren. Und allgemein bin ich an ETH, finde ich das Projekt super interessant. Es ist mittlerweile meiner Meinung nach einer der größten, fundamentalsten Standbeine hier im gesamten Crypto-Space und ist bei mir auch immer noch Top 2 im Portfolio und das wird definitiv auch so bleiben. Der Grund ist halt einfach der, dass ich mit meinem Portfolio gerade jetzt, wo ich auch immer mehr Geld investiere, natürlich auch einen etwas sichereren Weg gehen möchte. Sicher ist natürlich auch hier nur relativ zu sehen. Dennoch denke ich, gerade wenn man sich so Durchschnittsperformances anguckt, hat man mit Bitcoin immer noch deutlich mehr Potenzial als mit anderen Anlageklassen, sei es Immobilien, sei es Aktien und so weiter. Und ich versuche halt hier einfach mein Risiko dementsprechend anzupassen. Wenn das Gesamtportfolio geringer ist und es auch im Verhältnis zum privaten Nettovermögen relativ gering ist, dann kann man höhere Risiken eingehen. Wenn jetzt allerdings mein Gesamtportfoliowert im Wert extrem steigt, dann möchte ich hier natürlich nicht nur auf Fundamente aufbauen, die vielleicht weggerissen werden können. Und ich sage jetzt nicht, dass Ethereum keine Chance hat oder so. Ich denke, Ethereum ist und bleibt eine der Top-Kryptowährungen. Dennoch denke ich, dass ich mit Bitcoin auf jeden Fall einen wichtigeren und größeren Standbein hier im Portfolio aufbauen. Deswegen überholt diese Position die auch. Vor allem muss man auch an dieser Stelle noch dazu sagen, dass Ethereum lange deutlich überdurchschnittlich in meinem Portfolio bewertet war. Ethereum war teilweise 70-80% aus meinem gesamten Portfolio und da hatte ich halt jetzt mit den großen Nachkäufen erstmal auf Bitcoin gesetzt, zumal Ethereum auch während der letzten Bärenmärkte oder vor allem während des letzten Bärenmarktes deutlich stärker abgestraft wurde als der Bitcoin selber. Wie ist es für dich? Planst du jetzt erstmal weiter auch mit Ethereum aufzubauen und den ganzen ERC20-Tokens, die ja auch in deinem Portfolio mit drin sind? Ich habe ja schon gesehen, Polygon ist drin und du hast auch Quant als ERC20-Token und ich glaube auch noch ein DeFi-Projekt. Wie schaut es da für dich aus, so in Bezug auf jetzt die neuen Upgrades von Ethereum? Ich bin extrem gespannt, wie die Community reagieren wird. Was mich bis jetzt schon sehr persönlich verunsichert hat, ist die Sache mit dem Deposit Contract.
Wir haben ja so einen Deposit Contract, der von Ethereum aufgesetzt wurde, wo man jetzt schon seine Ether quasi hinterlegen kann, um später den Stake zu bilden, wenn das Ganze auf Ethereum 2.0 oder auf den Konsens Layer übergeht. Und an sich eine gute und extrem wichtige Sache, vor allem, dass da mittlerweile schon über 10% des gesamten Ether-Supplies drin sind. Das zeigt einfach, dass die Community das System unterstützt. Allerdings sehe ich gerade in den letzten Tagen, dass viele Leute das ganze Prinzip nicht verstanden haben. Sie haben sich nämlich hierbei über Lido Staked Ether gekauft, was dementsprechend dann dein Ether gegen synthetisches Ether tauscht und das, was du quasi einzahlst, wird in den Deposit Contract gegeben. Dafür kriegst du einen Teil der Rendite, der Staking-Rendite, aber natürlich ist dein Ether in der Theorie im Hintergrund gelockt. Und jetzt wollen viele Leute momentan ihre Assets verkaufen, wissen gar nicht, was sie mit Staked Ether gekauft haben und wundern sich jetzt, warum komme ich nicht mehr an meine Ether ran. Natürlich eine gewisse Grundliquidität wird dort von Lido geboten. Viele Leute können ihre Staked Ether in normale Ether umtauschen oder auch direkt liquidieren, aber halt mit Sicherheit nicht alle, weil eben gesamte 10% des gesamten Supplies hier drin sind. Und zuvor war es natürlich ein mega Plus-Argument, aber dadurch kommt jetzt extrem viel Panik auf und aufgrund dessen sehen wir auch jetzt die stärkeren Abverkäufe hier im Ether-Kurs und da bin ich momentan auch vorsichtig, weil ich immer mehr merke, dass die Anleger sich viel zu wenig damit beschäftigen, in was sie wirklich investieren. Und viele Leute vergleichen jetzt die aktuelle Situation mit der des UST-Crashes vor einigen Wochen, wo es hier wirklich zu einem starken Depegging kam zwischen den Kursen. So etwas sehen wir jetzt auch, das Depegging zwischen Staked ETH und dem normalen ETH-Kurs. Das hat allerdings nichts damit zu tun, was wir damals bei UST gesehen haben. Das verstehen viele Leute nicht und aufgrund dessen sprinten halt viele aktuell einfach nur aus dem Ethereum-Kurs raus oder aus dem Token an sich. Und meiner Meinung nach, beziehungsweise meiner Erfahrung nach, gehen diese Bärenmärkte nun mal eben mehrere Jahre. Das heißt, ich werde zwar vielleicht nicht perfekt den Boden treffen, aber ich werde mit Sicherheit einige Monate haben, wo der Kurs über eine längere Zeit relativ niedrig getradet wird. Und genau das ist dann die Zeit, wo ich mich auch in die anderen ERC20-Tokens und so weiter wieder mit einkaufe, sowie natürlich auch dem Flaggschiff Ethereum selber. Aber momentan halt meine Hauptpriorität definitiv Bitcoin. Wobei, wenn Ethereum jetzt tatsächlich unter 1000 fallen sollte, was ist denn da gerade los auf dem Markt? Also, das hat mich jetzt ja gerade etwas erschreckt, tatsächlich, was da für ein Dip hier gerade passiert ist. Du weißt gerade mehr als ich. Halt uns mal ganz kurz auf dem Laufenden. Ja, was momentan eigentlich passiert ist, hat eigentlich zwei große Faktoren. Zum einen der herkömmliche Finanzmarkt. Letzte Woche war ja die Veröffentlichung der Inflationszahlen in den Vereinigten Staaten. Wir haben ja vorletzten Monat oder vor 3 Monaten haben wir gesehen, dass die Inflation quasi seinen Peak gesehen hat, weil der darauffolgende Monat war die Inflation etwas geringer. Die Anleger waren beruhigt, okay, wir haben den Peak gesehen, die Inflation geht zurück. Wir haben bereits 2 Zinserhöhungen hier gesehen. Okay, die nächste Zinserhöhung scheint mit 50 Basispunkten relativ sicher zu sein. Doch letzte Woche Freitag wurden dann die Zahlen veröffentlicht und dann kam hier auf einmal raus, oh nein, die Inflation ist doch wieder höher gestiegen mit 8,6% in den Vereinigten Staaten, so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr. Und das, obwohl die Inflation mittlerweile ganz anders berechnet wird. Und das hat natürlich eine Grundpanik im gesamten Markt ausgelöst, also nicht nur im Kryptomarkt, sondern selbstverständlich auch im Aktienmarkt. Überall sind die Kurse abgestürzt. Übers Wochenende waren natürlich hier die Aktienkurse nicht erreichbar, aber Krypto wurde gehandelt, wurde nach unten gedrückt und heute, also am Montag, wo wir dieses Video aufnehmen, sind eben auch die Kryptowährungen mit nach unten abgerasselt. Zudem kam dann noch, dass eine der weltweit größten Krypto-DeFi-Anbieter Celsius quasi zahlungsunfähig wird, denn sehr viele Investoren wollen hier an ihr Kapital ran. Gerade über Celsius konnten viele US-amerikanische Kunden hier quasi über einen längeren Zeithorizont mehr Erfolge bzw. mehr Rendite mit ihren Kryptowährungen hier erwirtschaften, also über Staking, Lending und so weiter. Es hat quasi einen riesen Bankrun stattgefunden, weil sehr viele Leute ihr Kapital von der Plattform Celsius hier abführen wollten, weil aber eben viele dieser Kryptowährungen beispielsweise in dem Deposit Contract von Ethereum 2.0 bereits drin sind, ist es natürlich für Celsius hier schwierig, diese Liquidität bereitzustellen. Aufgrund dessen sah man, dass wir Liquiditätsengpässe sahen. Celsius ist teilweise nicht mehr zahlungsfähig gewesen und hat sogar heute tatsächlich die Transaktion eingestellt, was natürlich dann noch mehr Panik am Markt auslöst. Celsius ist, wie bereits gesagt, einer der größten Anbieter, über 1,7 Millionen Kunden, das muss man sich mal vorstellen. Sie haben selbstverständlich auch ein verwaltetes Vermögen von mehreren Milliarden US-Dollar und wenn eine solch große Plattform, wahrscheinlich eine der größten überhaupt, hier tatsächlich die Transaktion einstellt, dann herrscht natürlich umso größere Panik und genau das ist halt das, was wir aktuell sehen. Ja. Das ist dieser Riesenpunkt. Wir haben jetzt eigentlich schon gerade einen tendenziellen Abwärtstrend. Wir wissen gerade nicht, wo ist der Boden, geht es noch weiter runter. Jetzt kommt natürlich so ein Riesenrutsch am Montagmorgen und dann begleitet von solchen Neuigkeiten.
Leute, die das erste Mal diesen Bärenmarkt oder diese bärischen Zeiten durchmachen, was sagst du denen jetzt? Du hast bestimmt jetzt auch laufend Fragen gerade aktuell, du hast die Situation schon erlebt. Wie gehst du in deiner aktuellen, ja, Souveränität damit um? Ja, natürlich ist es schwierig, wie man mit dieser Situation umgeht. Erstmal müssen wir verstehen, dass die aktuell wirtschaftliche Situation keine ist, die wir während der Bullrun-Zeiten erlebt haben. Also Bitcoin ist ja quasi aus der Finanzkrise 2008 entstanden und seitdem hatten wir keine große Krise mehr. Also diese kleinen Krisen zwischendurch, die sind alle nicht der Rede wert. Das, was wir aktuell sehen, kann tatsächlich eine wirtschaftliche Krise sehen, die wir in diesem Ausmaße vielleicht noch nie gesehen haben oder zuletzt vor 70, 80, 90 Jahren. Man weiß noch nicht, wie sich das entwickelt. Daher weiß man eben auch nicht, wie der Kryptomarkt auf diese Situation hier reagiert. Und das ist ebenfalls ein weiterer Grund, der mich halt dazu bringt, dass ich eher tendenziell in den Bitcoin investiere. Denn hier weiß ich, was ich habe. Hier weiß ich, wie das Ganze sich verläuft. Ich weiß, ich habe einen Teil von etwas, was auf jeden Fall nicht mehr werden kann, komme was wolle. Und deswegen ist das halt für mich auch so ein sicheres Ding. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich auch nicht, wie sich der Markt weiterentwickelt. Ich kriege immer viele Fragen, wo ist der Boden? Freunde, es weiß leider keiner, wie weit das hier tatsächlich noch nach unten geht. Das weiß keiner von den Aktienhändlern und so weiter. Das Ganze sind quasi ja, Wunschvorstellungen für die Zukunft. Man kann sich ausmalen, in welche Richtung es gehen könnte, doch sicher weiß es halt eben niemand. Wichtig ist, Ruhe bewahren, und aufgrund dessen habe ich auch während der letzten 12 bis 24 Monate auf meinem Kanal immer wieder gesagt, investiert nur das Geld, was ihr bereit seid, in Anführungsstrichen zu verlieren oder wo man temporär was man eben verlieren kann für eine gewisse Zeit, was man an Wert abgeben kann, ohne hier panisch zu werden. Denn das ist natürlich ein fataler Fehler, den jetzt gerade viele Leute machen, panisch verkaufen, um dann später, wenn wir vielleicht einen kurzen Rebound sehen, wieder teurer einzukaufen. Und meiner Meinung nach sollte man jetzt ruhig sein. Wenn du bereit warst, Bitcoin für 50, 60.000 Dollar zu kaufen, Ethereum für 3.000, 4.000 Dollar, dann hast du dir hoffentlich damals schon selbst für dich ausgemacht, was der Wert für dich in dieser Kryptowährung ist. Und aufgrund dessen, ja, kann ich nur darauf plädieren, jetzt nicht panisch zu werden, sondern sich im Allgemeinen, ja, auf die Situation vielleicht auch in Zukunft weiter vorzubereiten. Denn natürlich kann es auch in den nächsten Monaten theoretisch noch weiter bergab gehen. Das heißt, grundsätzlich nochmal so, das heißt, egal, investiere das nur, was du bereit bist, natürlich auch zu verlieren. Gerade in Zeiten, wo es nochmal weiter nach unten dippen kann, verlierst du ja natürlich erst über einen längeren Zeitraum eher etwas, als dass du was gewinnst. Grundsätzlich, je unsicherer die Zeiten, desto mehr der Shift tendenziell zu den sicheren, größeren Kryptowährungen, Dachplattformen wie Ethereum, aber auch eben Bitcoin weiter einfach dieser Wertspeicher auch für die Zukunft gesehen wird, von vielen Leuten mittlerweile auch globale Akzeptanz. Und im Grunde ist es so, dass du sagst, Leute, haltet erstmal, wartet ab. Auf der anderen Seite investiert jetzt weiterhin oder pausiert. Weil das ist ja auch mal so ein Riesenthema. Gerade in der Angst und im bärischen Markt ist ja eher so dieses eigentlich Volumen aufbauen, ist ja unglaublich sinnvoll. Auf der anderen Seite hast du ja diese Emotionen, die noch so ein bisschen mit reinspielen. Was kannst du da noch so jemanden auf dem Weg mitgeben vielleicht? So zum Thema von wegen haltet, Leute, das kann, also würde ich so nicht sagen. Ich kann die Situation für die jeweiligen Leute nicht beurteilen. So, es gibt Leute, die meine Videos schauen, die sind 56 Jahre alt, die haben 3 Kinder, arbeiten und stecken vielleicht einen Großteil ihres Einkommens, was sie überhaben, in den Kryptomarkt. Es gibt aber auch Leute, das sind Studenten, die haben vielleicht einen Nebenjob und ballern das Geld hier in Krypto rein. Ich kann die Situation für niemanden einschätzen, weil ich so viele verschiedene Leute habe, die mir zuschauen, und deswegen kann ich auch keine pauschalen Antworten geben. Ich für mich verdiene momentan relativ gutes Geld und kann auf dieses Geld hier auch verzichten. Ich bin der Meinung, dass sich Bitcoin in den nächsten 10, 20 Jahren unfassbar stark entwickeln wird und bin auf das Geld, was ich jetzt gerade investiere, überhaupt nicht angewiesen. Ich habe natürlich auch schon teilweise recht gutes Geld verloren, allerdings ist das halt meiner Meinung nach nur temporär und da muss halt jeder seine Situation für sich selber abwiegen. Ich investiere jetzt schon, es kann aber auch Sinn machen, einfach noch zu warten, bis der Markt hier wirklich seinen Boden gefunden hat, bis hier wirklich mehrere Wochen oder Monate seitwärts tendieren und dann sein Portfolio langsam aufzubauen. Ich stecke halt nicht in der Haut von jedem einzelnen meiner Zuschauer, aufgrund dessen, ich kann nur den Tipp geben, ruhig bleiben, gucken, was hast du, was brauchst du. Man muss sich natürlich auch darüber im Klaren sein, dass wir momentan eben faktisch eine hohe Inflation sehen. Die Spritkosten sind mal eben um das Doppelte gestiegen, aufgrund dessen natürlich auch die Ausgaben der durchschnittlichen Menschen, obwohl halt das Einkommen nicht prozentual gleichzeitig mitgestiegen ist. Das heißt, mit Sicherheit werden einige Leute ihre Sparpläne ein bisschen reduzieren müssen.
Und da muss halt jeder für sich selber entscheiden, in welcher finanziellen Situation bist du gerade, kannst du es dir leisten. Ich persönlich bin der Meinung, Long-Term kann sich jetzt schon eine Investition sehr gut tun. Allerdings kann ich halt auch jeden verstehen, der sagt, okay, ich warte erstmal ab, weil natürlich vielleicht muss man auch in den nächsten Wochen und Monaten mehr in die eigene Tasche greifen. Vielleicht steigen die Preise weiter, vielleicht zahlt man irgendwann 3 € für den Sprit und dann musst du irgendwie nicht darauf zurückgreifen oder darfst du eben nicht denken, okay, dann cash ich mein Krypto aus, denn du weißt eben nicht, wie es in 2, 3 Monaten steht. Gerade zwischen so bärischen Zeiten wie jetzt. Und wir haben tatsächlich in der Historie auch schon Bärenmärkte über längere Jahre gesehen. Also wie bereits gesagt, die finanzielle Situation auf den herkömmlichen Märkten ist momentan einzigartig. Das haben wir noch nie während eines Krypto-Bärenmarktes gesehen. Und wie sich das beides zueinander spielt, das kann halt auch jetzt noch keiner in die Zukunft vorhersehen. Wie glaubst du, wird sich Krypto in den nächsten, sagen wir mal, 2 Jahren weiterentwickeln? Grundsätzlich, also das eine ist die Marktsituation, das andere ist die vielleicht Regeneration und grundsätzlich Krypto einfach als Vermögensklasse. Also ich denke, was wir vor allem im aktuellen und im nächsten Jahr sehen werden, ist viel Regulation. Ich meine, UST, der Zusammenbruch vor einigen Wochen, ist das beste Beispiel, dass wir Regulation bei den Stablecoins brauchen. Jetzt Celsius gibt Millionen von Kunden eben nicht mehr die Möglichkeit, auf ihre Assets zurückzugreifen. Das zeigt einfach, wie wichtig Regulation hier im Space ist. Natürlich vernünftige Regulation und genau das werden wir halt in den nächsten Wochen, Monaten und halt auch eben 1, 2 Jahren sehen. Die wirtschaftliche Situation ist natürlich nochmal was anderes. Hier ist halt, wie gesagt, die Einschätzung extrem schwierig, auch wenn ich denke, dass wir die schlimmsten Phasen aktuell schon sehen und vielleicht in den nächsten paar Monaten. Ich denke allerdings, in 1 oder in 1,5, 2 Jahren werden sich die Märkte wieder erholen, denn oftmals ist es so, dass die extremen wirtschaftlichen Schwierigkeiten hier natürlich zu Beginn recht stark einpreisen und dann, auch wenn die Wirtschaft vielleicht weiter unter Druck steht, trotzdem sich die Märkte schon wieder langsam erholen. Man weiß aber natürlich auch nicht, was die Zukunft so sagt, wenn jetzt China beispielsweise in Taiwan noch Krawall macht. Das kann natürlich die Gesamtweltwirtschaft weiter unter Druck setzen. Das sind eben Dinge, die kann keiner vorhersehen und deswegen kann man halt auch nicht punktuell sagen, ab dann geht es wieder bergauf oder da werden wir den Boden sehen. Man weiß eben nicht, wie sich die Wirtschaft weiterentwickelt. Ich denke allerdings, die großen Punkte, die wir jetzt sehen und in den nächsten Monaten, ist eben eine starke Regulation, eine wichtige Regulation, hoffentlich keine Regulation, die die Innovation zerstört, sodass wir dann spätestens in 2 bis 3 Jahren auch wieder sehr gut wachsende Kurse sehen. Regulation, glaubst du, dass Bitcoin auch nochmal ein Anlauf genommen wird, um Bitcoin zu regulieren von der EU-Seite aus? Ich denke, es wird immer wieder Versuche geben. Allerdings werden sie früher oder später merken, dass diese Regulation, also im Prinzip bringt es nichts. Du kannst Bitcoin in dem Sinne nicht regulieren. Natürlich, du kannst es verbieten und so, aber du kannst halt den Zugriff nicht unmöglich machen. Das ist schon mal Fakt. Ich denke, dass Bitcoin an sich den Menschen sogar was sehr Gutes bringt, gerade auch in Bezug auf Energie. Da wird ja immer von der Regierung drauf rumgehackt, dass Bitcoin ja so energieintensiv ist. Tatsächlich ist das Bitcoin-Schürfen aber beispielsweise hier in Europa eigentlich überhaupt nicht mehr lohnenswert, es sei denn, du hast halt überschüssigen Strom und genau das ist halt das, wo Bitcoin quasi einen Wert schaffen kann, wo der Wert ansonsten quasi die freie Umwelt geben könnte. Und ich denke, früher oder später werden das auch die Regierungen einsehen. Das Problem, was sie natürlich sehen könnten, ist natürlich ein Teil der Kontrolle, was sie hier abgeben. Und jetzt gerade bekämpfen sie das noch, indem sie versuchen, das stark zu regulieren, teilweise auch hier die Wallets quasi zu verbieten, also die privaten Wallets, die eben nicht von Börsen verwaltet werden. Dadurch versuchen sie das Ganze einzuschränken, aber sie werden in den nächsten Monaten und Jahren spätestens merken, dass das Ganze nicht funktioniert und dann werden sie höchstwahrscheinlich selber auch zum Bitcoin greifen und ihn zumindest hier parallel laufen lassen. Und ich denke, das ist die Zukunft, die wir sehen. Also momentan wird er bekämpft. Sie werden diesen Kampf allerdings nicht gewinnen können, auch wenn es natürlich auch von Regierungsebene hier starke Manipulationen geben kann. Aber im Allgemeinen denke ich, dass der Bitcoin sich an sich zumindest über die nächsten Jahre definitiv durchsetzen wird. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen, Robin. Also auch dieser Punkt, ja, du kannst Bitcoin einfach nicht, du kannst es nicht greifen. Dafür ist einfach diese Währung zu dezentral. Und Bitcoin oder eine Währung existiert einfach auch so lange, solange die Menschen den Wert auch daran haben. Und wir haben einfach bei Bitcoin im Hintergrund natürlich diesen unglaublichen Wertzuwachs, bei Gold damals auch. Ich glaube, die Regierung wollte damals auch in den Krisenzeiten Gold regulieren und einschränken. Und das konntest du eh nicht machen. Das heißt, irgendwann musstest du es einfach akzeptieren. Und ja, wer weiß, wie sich dementsprechend das Ganze auch mit Bitcoin halt in dem Fall verhalten wird. Ja. Wir haben damals gesehen, Goldverbote, ne? Gab es ja tatsächlich sogar. China ist ja sogar den Weg gegangen, die haben ja sogar Silber verboten, schon ganz lange her, aber dadurch haben sie sich wirtschaftlich so stark nach hinten geworfen.
Und ich denke, aus diesen Fehlern werden sie halt auch in Zukunft dann lernen. Aber das ist spannend. Es sind überall Zyklen zu erkennen. Also ob das jetzt in der Börse ist, Kryptomarkt, grundsätzlich die Weltwirtschaft, ob das die Emotionen sind, ob das Geschichtshistorie ist, Akzeptanz und Regulation und Verbote. Irgendwann wiederholt sich der Kreislauf. Und insofern hoffe ich doch auch mal, dass der Kreislauf uns zuspielt. Genau. Robin, ein paar abschließende Worte vielleicht noch an die Zuschauer hier und dann übergebe ich an dich hier. Ja, abschließende Worte. Erstmal auf jeden Fall vielen Dank, dass ich auf diesem Kanal vorbeischauen konnte. Da habe ich mich sehr darüber gefreut. Für die Zuschauer als abschließende Worte. Freunde, die aktuelle Zeit ist sehr kritisch, es ist heftig, viele Leute verlieren eine Menge Geld. Wichtig ist jetzt halt ruhig zu bleiben und nicht in Panik zu verfallen, keine emotionalen Entscheidungen zu treffen, sondern rationale Entscheidungen. Versucht eine ruhige Minute zu finden, gerade wenn ihr vielleicht größer investiert seid. Versucht momentan vielleicht auch die Fehler, die ihr gemacht habt, zu erkennen, um sie in Zukunft nicht mehr zu wiederholen. Und wie gesagt, das Wichtige ist jetzt, keine irrationalen Entscheidungen zu treffen, nicht irgendwie random zu kaufen oder zu verkaufen. Macht euch einen Plan, haltet euch an den Plan und das fernab von Emotionen. Selber, auch wenn ich schon seit 5, 6 Jahren hier im Crypto-Space investiere, auch ich erlebe natürlich diese Emotionen. Wichtig ist es, dass man sich vorher einen Plan macht, damit man eben mit diesen Emotionen nicht irgendwelche Kauf- oder Verkaufsentscheidungen trifft. So, ich habe rational in einem Video im Januar gesagt, dass ich denke, dass Bitcoin auf $20.000 zurückfallen könnte. Trotzdem, wenn ich mir heute angucke, dass Bitcoin minus 12, minus 15% macht, trotzdem tut das natürlich weh. Allerdings macht man halt für sich vorher einen Plan und genau das ist halt das, was ich jedem rate. Ruhig bleiben, einen Plan machen, diesen Plan verfolgen und dann wird man Langzeit meiner Meinung nach auch davon profitieren. Schöne Worte, danke dir, Robin. Also freut uns, berührt uns, glaube ich, also mich zumindest, ist so einfach super wichtig, dass man einfach auch jemanden hat, hey Leute, ich habe das schon durchlebt, beruhigt euch. Danke dir, dass du heute da warst, hat mich richtig gefreut, dass du auch mal auf den Kanal vorbeigeschaut hast. Sehr gerne. Wie auch immer, falls ihr Robin eben noch nicht kennt, Leute, noch mal auf jeden Fall bei ihm reinschauen, macht richtig, richtig guten Content und ich bin richtig froh, mich mit ihm jetzt heute hier ausgetauscht zu haben. Wie immer, hinterlasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr Fragen an Robin habt oder an mich, gerne einen Kommentar noch drunter schreiben und damit unterstützt ihr auch uns und dann freue ich mich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.